Welcome to the world. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wohin auswandern, lebe deinen Traum. Und unser Thema heute ist das Auswandern nach Uruguay im Jahre 2023. Also, bleibt dran. Wohin auswandern? Lebe deinen Traum. 2 Jahre ist es jetzt her, da haben wir ein Interview gemacht mit der Susanne, die vor nunmehr 17 Jahren nach Uruguay ausgewandert ist und noch immer dort lebt. Und heute ist es mal Zeit für ein Update und es wird heute auch generell um die Fragen gehen, was muss ich alles wissen, wenn ich mich für die Auswanderung nach Uruguay interessiere. Herzlich willkommen, Susanne. Hallo Chris, ja schön mal wieder von dir zu hören. Ja, du hast dich gar nicht verändert. Ich bin sehr neugierig. Man kennt das ja so aus diesen Auswanderersendungen im Fernsehen. Da werden ja Menschen auch über einen längeren Zeitraum mit der Kamera begleitet. Insofern bin ich auch ja ganz neugierig, was da jetzt so bei euch in Uruguay los ist. Ich würde aber gerne anders einsteigen, für diejenigen, die vielleicht das erste Video auch nicht gesehen haben. Nochmal, dass du dich mal generell vorstellst. Mich die Zuschauer interessiert, wer sitzt da eigentlich jetzt vor der Kamera und warum seid ihr damals nach Uruguay ausgewandert? Mein Name ist Susanne, genau, einige von euch haben ja bestimmt schon das erste Interview gesehen mit dir, Chris. Und ja, wir sind 2005 nach Uruguay ausgewandert mit meiner Familie, sprich mit meinem Mann und unseren Söhnen, die zu der Zeit noch Teenager waren, nämlich 13 und 15 Jahren. Und ja, jetzt sind wir schon im 18. Jahr hier. Im 18. Jahr, das heißt, ich darf unterstellen, ihr habt da so einiges erlebt. Ich schraube die Uhr jetzt noch mal ein bisschen zurück und stelle mir jetzt vor, ihr seid jetzt ganz neu in Uruguay angekommen. Hinweis für die Zuschauer, dadurch, dass ich mich gerade in Paraguay befinde und jeden Tag x-mal Paraguay sage, ist das für mich eine große Konzentrationsaufgabe, hier heute nicht Uruguay mit Paraguay zu verwechseln. Wollen wir mal gucken. Susanne und ich haben gewettet. Ich habe gesagt, es gelingt mir. Sie sagt niemals. Schauen wir mal, ob das klappt. Also, in Uruguay befindest du dich. Und mich würde interessieren, als ihr damals nach Uruguay kamt, hattet ihr ja wahrscheinlich erstmal einen Berg voller Probleme vor der Nase. Was waren so die größten Herausforderungen in der Anfangszeit, als ihr nach Uruguay kamt und wie habt ihr das bewältigt? Ja, ich glaube, da haben wir gar nicht drüber nachgedacht, was eigentlich alles auf uns zukommen würde. Also wir sind ja sozusagen alle vier ins kalte Wasser gesprungen. Wir konnten weder die Sprache noch wussten wir wirklich viel über Uruguay. Und ja, wir mussten erstmal die Sprache lernen. Wir haben uns mehrere Lehrer gesucht. Wir mussten eine Schule finden. Wir mussten ja sehr, sehr viele Sachen bewerkstelligen. Aber es hat alles nach und nach geklappt. Was wir nicht hatten, war das Handy mit dem Übersetzer. Also da beneide ich die Leute, die heute ins Land kommen und nur eintippen und das Handy spricht für sich. Also das mussten wir ja alles früher noch schriftlich darlegen und mit Händen und Füßen arbeiten. Ich würde ganz gerne mal eure Motive hinterfragen. Heutzutage ist es ja so, die Motive, sie sind recht vielfältig. Einige sind, ich sage das mal ganz neutral, mit der Gesamtsituation unzufrieden. Dann hatten wir eine Phase, wo während Corona Menschen ausgewandert sind, die halt mit den Maßnahmen nicht einverstanden waren oder die generell die Impfung nicht wollten. Das war für viele ein Auswanderungsgrund. Ein Grund ist für manche, dass sie aus dem Hamsterrad raus möchten und irgendwie ein ruhigeres Leben haben möchten. Und also die Gründe sind vielfältig. Was waren eure Gründe damals? Gab es ja die meisten dieser Gründe noch gar nicht. An für sich nicht, nein, da gab es diese Gründe noch nicht, zum Glück. Also ich war damals tatsächlich die treibende Kraft gewesen. Ich hatte ja in Deutschland auch schon meine Tiere und einen Reitstall und habe mich immer nach viel Freiheit gesehnt. Und ganz ehrlich hatte ich das Gefühl, dass mir Deutschland zu eng wird. Und so kam es, dass ich dann eines Tages nach Hause kam und mein Mann davon berichtet hatte, ob es nicht an der Zeit wäre, ob wir nicht auswandern wollten. Er ging zu dem Zeitpunkt gerade in Pension und wir hatten dann tatsächlich uns dann mal kurz hingesetzt und überlegt, was denn so möglich wäre. Also das Motiv war einfach, dass ich raus wollte. Das Abenteuer, ich weiß es nicht. Es wurde mir zu eng, zu viele Auflagen und so weiter. Bewusst war uns aber, dass wir raus aus der EU sollten. Das war für uns wichtig.
Okay, warum aus der EU raus? Ich habe Vermutungen, aber ich will es mal von dir hören. Naja, also es war ja schon, also ich glaube, es dreht sich da tatsächlich um die Politik. Wir haben gedacht, es ist nicht schlecht, wenn wir das alles hinter uns lassen. Und auf deine Frage, dass es ja Covid und all dem noch nicht gegeben hat, rückläufend haben wir doch gemerkt, dass es jetzt wirklich das Richtige gewesen ist, tatsächlich auch aus der EU rauszugehen, da einen großen Schnitt zu machen auf einen anderen Kontinent, weil wir das ja alles hier ganz anders erlebt hatten. Okay, gut, wir belassen es dabei einfach mal. Die Gründe sind ja immer vielfältig und ich denke mal, jeder, der sich jetzt Videos über Südamerika anschaut, wird seine persönlichen Gründe haben und in diesem Video soll es im Wesentlichen ja erstmal um Uruguay gehen. Wo seid ihr denn jetzt genau gelandet in Uruguay? Also wir sind an der Küste, wir sind 2 Kilometer vom Strand entfernt. Wir liegen 70 Kilometer von Montevideo, von der Hauptstadt, und 70 Kilometer von Punta del Este entfernt. Also sozusagen genau mittendrin. Und da leben wir auf unserer Farm mit unseren Tieren. Und das ist das eigentlich, was ich wollte. Ich wollte viel Land und wo ich meine Tiere wieder habe. Ja, und das war ein sehr, sehr großer Grund dafür. Und das haben wir gefunden. Ja, jetzt höre ich raus, dass ihr so ein bisschen ländlich lebt. Und ich habe festgestellt, es gibt ja zwei Arten von Auswanderern, wenn ich jetzt mal schwarz-weiß malen darf. Das eine, das sind die Auswanderer, die würden gerne in die neue Kultur eintauchen und würden gerne viel Kontakt zu den Einheimischen dort haben und sich da richtig drin suhlen. Und die anderen sind die, die sagen, eigentlich möchte ich ganz gerne so mein deutsches Leben weiterleben, halt nur mit ein bisschen mehr Sonne und mit ein bisschen weniger Steuern. Das wäre ganz gut. Wie war das bei euch? Seid ihr richtig in Uruguay eingetaucht? Habt ihr richtig Kontakt zu den Uruguayern? Oder lebt ihr eigentlich mehr so euer deutsches Leben weiter in Uruguay? Ja, das ist eine gute Frage. Also, wenn man hier hinkommt, oder so wie wir, ich kann hier nur von uns sprechen erstmal, ähm, dann kennt man ja noch niemanden in diesem Land. Also früher. Heute ist das schon wieder eine ganz andere Nummer. Da kann man sich so viel befragen und nachrecherchieren und so weiter. Aber früher war das eben nicht so. Und dann sind wir hier erstmal angekommen und waren umzingelt von Uruguayern, logischerweise. Und wir waren also so weit, wir mussten sofort und schnellstmöglich die Sprache lernen. Ja, das war ganz wichtig. Aber das war auch das, was wir wollten. Also, ja, ich hatte mit der Mentalität in Deutschland schon immer auch als Kind so meine Probleme und wollte das schon gerne so ein bisschen hinter mir lassen. Das heißt, ich habe Menschen besucht, die ja ruhig sind, hilfsbereit, locker im Leben und ja, die dich an die Hand nehmen vielleicht teilweise. Und das habe ich auch wirklich hier gefunden. Und aber natürlich haben sich dann auch deutsche Freundschaften gefunden, wobei das ja auch immer ein bisschen schwierig ist. Also man sucht sich natürlich und man findet sich auch. Die Frage ist nur immer, passt das auch? Ja, und nicht nur, weil das ein deutscher Landsmann ist, dann muss man da die Freundschaft haben. Aber durch die Kinder, die ja nur mit Uruguayern dann zur Schule gingen, haben wir natürlich auch die Familien kennengelernt. Und ja, unsere Schwiegertöchter sind ja beides auch Uruguayerinnen und somit sind wir auch schön in die Familie eingetaucht. Das ist das, was wir auch wollten und unsere Nachbarn. Und seit 14 Jahren gehen wir in den Sportclub. Da sind auch nur Uruguayer drin. Und ich muss sagen, ich liebe es, weil die Uruguayer, die sind so ein tolles Volk. Und das ist, wenn man der Sprache noch nicht so mächtig ist, die verstehen das. Und die sind, Uruguayer sind ja auch wahnsinnige Gefühlsmenschen, die auch ihre Gefühle noch so zulassen, was wir als Deutscher und wirklich auch oft verlernt haben. Ne? Sehr viel Härte bei uns Deutschen mit drin ist. Und das ist hier nicht. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, dass ich sagen kann, dass ich mittlerweile unheimlich verwurzelt hier bin. Und das liebe ich auch, ja. Also wir sind sehr viel mit Uruguayern zusammen. Okay, als nächste Frage hatte ich mir hier notiert, ob ihr euch dort willkommen fühlt. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht mehr fragen, wenn du zwei uruguayische Schwiegertöchter dabei hast. Ich denke, dann ist die Nein, Frage das brauchst du nicht fragen. ausreichend beantwortet. Ja, jetzt wollen wir die Gefühlsachterbahn mal weiterfahren. Susanne, du hast mir erzählt, dass du während der ganzen Covid-19-Zeit ein Erlebnis
hattest, wo du erst überlegt hast, ob du das gerne teilen möchtest vor der Kamera, ob du die Kraft Mhm. hast, das zu teilen. Aber du hast dich entschieden, das zu tun. Magst du uns mal berichten, was dir in dieser ganzen Covid-19-Zeit widerfahren ist und was es mit dir gemacht hat? Ja, also es ist ja wirklich nicht einfach, schon mal per se auszuwandern. Und als Covid auf uns zukam, da waren wir ja schon 15, 16 Jahre im Land. Also wir haben die schönen Seiten und alles kennengelernt und so weiter und längst hier verwurzelt. Dennoch bin ich jedes Jahr zu meinen Eltern und zu meinen Geschwistern nach Deutschland geflogen. Oftmals auch alleine, weil Norbert, mein Mann, nicht mit konnte, weil wir ja auch beruflich hier etwas machen. Und so hatte ich die Chance, jedes Jahr bei meinen Eltern zu sein. Also man lässt ja natürlich auch sehr, sehr viel zurück und natürlich auch seine Eltern und Geschwister und Freunde und so weiter. Ja, und dann kam Covid und mein Vater war schon verstorben und meine Mutter, ja, sie lag im Prinzip, ja, sie lag im Sterben. Das war wirklich eine sehr harte Zeit. Ich hatte noch die Chance, rüber zu fliegen, aber ich dachte mir, was ist, wenn ich drüben bin und die Grenzen gehen dann auf einmal zu und ich komme selbst nicht mehr zurück zu meiner Familie. Das war das Schlimmste, was ich mir hätte ausmalen können. Meine Schwester, die hat sich sehr viel mit meinem Bruder auch um meine Mutter gekümmert und ich wusste auch, da läuft alles. Und meine Schwester sagte, selbst wenn du kommst, musst du ja erstmal in Quarantäne. So war es ja. Das heißt, ich wäre drüben gewesen und hätte sie vielleicht schon gar nicht mehr sehen können. Und ein paar Tage später war es dann auch soweit. Ja, ja, und dann ist sie dann verstorben. Ja, es ist schlimm, ne? Das ist etwas, wo man nie drüber nachdenkt, wenn man auswandert. Logisch, ja, man denkt ja, man freut sich ja auch erstmal und hat nie, Entschuldigung, solche Gedanken, dass sowas passieren könnte. Und wenn, dann weiß man ja, man ist ja relativ schnell drüben und kann den ganzen Weg mitbegleiten, so schlimm er natürlich ist. Das habe ich mir in meinen kühlsten Träumen nie ausgemalt, dass das mal so sein konnte. Glücklicherweise muss ich dazu sagen, habe ich sehr, sehr viele Gespräche mit meiner Mutter geführt und wir haben uns darüber auch unterhalten, ob ich kommen sollte oder nicht. Und sie sagte mir dazu mal noch, da soll ich mir keine Gedanken machen. Das wäre alles so in Ordnung, wie ich mich entscheiden würde. Und das hat mir sehr geholfen, sehr geholfen. Aber das gebe ich zu bedenken, jetzt auch für die Auswanderer, die jetzt ins Land kommen. Jetzt ist ja alles gut mit Covid und so weiter, ist alles wieder super. Aber wer weiß, wann eine neue Welle kommt oder wann es uns einhält. Also das sind wirklich Sachen, die muss man einfach nochmal überdenken dann. Möchte ich wirklich auswandern und das auf mich nehmen? Weil es sind sehr, sehr harte Zeiten, nicht nur für mich, für meine ganze Familie natürlich. Sowohl die in Deutschland geblieben sind, sowohl auch für uns, ja. Und ja, also ich sage ja immer, Auswandern ist kein Spaziergang und genau das meine ich damit. Ne? Susanne, das ist eine bewegende Geschichte. Wir haben im Laufe der letzten Jahre auch mit manchen Auswanderern über dieses Thema gesprochen, mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Ich stelle mal positiv fest, dass das, was du erlebt hast, dass du sicherlich auch Sehnsucht nach deinen Eltern, nach deinen Geschwistern hattest und hast, dass das ja etwas ist, was aus Liebe gemacht wird und dass das ja im Grunde sehr schön ist. Wir haben andere Auswanderer gehabt, die haben wir zu ihren Eltern befragt und wir haben teilweise Antworten bekommen wie, meine Eltern habe ich seit 20 Jahren nicht gesehen, interessiert mich auch gar nicht. Und das ist das, was auch wehtut. Also was den Menschen vielleicht nicht wehtut, aber was es im Grunde auch deutlich macht, was für einen Wert das hat, wenn man zu seiner Familie, die in Deutschland lebt, einfach noch ein sehr gutes Verhältnis hat. Mit allen Vor- und Nachteilen, die das dann natürlich mit sich bringt, natürlich. Aber wenn ich die Ja. Wahl hätte, ob ich meine Eltern seit Ja, 20 Jahren nicht hätte sehen können oder nicht sehen wollte, sagen wir mal,
oder ob ich, wie jetzt in meinem Fall, ich habe glücklicherweise noch beide Elternteile, sie haben jetzt gerade ihre diamantene Hochzeit gefeiert. Und was wolltest du sagen, Susanne? Ja, das ist natürlich toll. Das stimmt. Also ich treffe tatsächlich viele Auswanderer und die sagen, oh, wir haben gar keinen Kontakt mehr oder wir leben im Streit oder so. Ich meine, jeder hat sein Päckchen zu tragen, da kann man sich auch kein Urteil drüber erlauben. Also für mich, Familie ist sowieso das Größte für mich und das war ja dazu mal ja auch sehr, sehr schwer, als wir gegangen sind. Aber meine Eltern, die haben Uruguay kennengelernt, also die waren auch mehrmals hier. Die wollten ja wissen, wo ihre Enkel hinkommen und wie es uns hier geht. Und das haben die natürlich auch geliebt. Und ja, also wir hatten da eine starke Verbindung. Aber ich habe auf meine Art und Weise trauern können und habe das auch dadurch, dass sie hier waren und Uruguay kannten, ist es eigentlich, ja, ist es schön. Also nochmal ganz kurz, da wo ich zum Sport gehe, einmal in der Woche, gegenüber ist das Wasser und da ist ein uralter Baum und der liegt so auf dem Boden. Und da haben meine Eltern sehr oft gesessen. Und manches Mal, wenn ich zu früh zum Sport komme und ich habe noch ein bisschen Zeit, dann träume ich direkt da rein. Da versinke ich drin und denke, ah, hier hat alles angefangen. Also heute noch nach 17 Jahren. Und das ist ein sehr schönes und sehr beruhigendes Gefühl. Also von daher, es ist alles gut. Aber es war natürlich eine Zeit und das muss jeder bedenken, dass das vielleicht nochmal passieren kann, was wir ja nicht hoffen wollen. Ja, es ist schön, dass du über den Ort und über diesen alten Baum dort die Verbindung irgendwie gedanklich auch noch herhalten und herstellen kannst. Das finde ich sehr schön. Ja, nach diesem schweren Thema erscheint irgendwie jedes weitere Thema erstmal so leicht und so unwichtig. Aber dennoch würde ich gerne weitere Themen ansprechen. Und zwar das Thema der Natur. Für jemanden, der noch nie in Uruguay war, bei euch jetzt unten an der Küste des Rio de la Plata, wie muss ich mir da so die Vegetation, die Natur vorstellen? Was gibt es da für Tiere, was für Pflanzen? Komme ich mir da so vor wie in Deutschland oder ist es mehr Urwald oder was erwartet den Uruguay-Auswanderer da unten in Sachen Natur? Das ist erstmal, erstmal kommt dann das wahrscheinlich wie im Urwald vor, weil man ja mit europäischen Augen erstmal kommt. Das dauert ja eine ganze Zeit lang, bis man sagt, ach nee, ist ja gar kein Urwald. Ja. Das ist ja die Palmen und man findet sehr oft Deutschland wieder oder Europa, wo man sagt, ja, das ist ja gar nicht Uruguay. Also da ist ja jetzt lauter Kiefernwald zum Beispiel, aber komisch, daneben stehen die Palmen. Also das gibt es ja in Deutschland nicht, ja. Also von daher, die Fauna ist hier sehr, sehr schön. Man kann hier sehr, sehr vieles anbauen, alles gelingt. Die Pflanzen zum Beispiel, also zum Beispiel die Amaryllis, der sie kennt, die blüht hier bis zu 3-mal im Jahr. Ich dachte immer, eine Pflanze blüht einmal im Jahr und das war's. Ja? Und also die kommt hier tatsächlich zu mehreren Zeiten, weil wir hier zum Beispiel auch im Winter den kleinen Sommer haben und der ist wie im Frühling, also dann kann man mit Badeklamotten zum Strand laufen, obwohl eine Woche vorher noch Minusgrade, sage ich mal, waren, ja. Und das kann ich dann an den Pflanzen, die Margeriten, die kommen dann 2-mal im Jahr. Das ist schon, das kenne ich so nicht. Ja, und von den Tieren, ja, da haben wir nicht so außergewöhnliche. Was wir viel an der Küste haben, tatsächlich, das sind Meerschweinchen, so wie man sie im Geschäft kaufen kann. Okay. Und die leben da frei? Ich weiß es gar nicht, bist du noch da? Ja. Die Du bist Meerschweinchen frei. leben da frei? Okay, ich habe den Stand. Genau, das sind die Meerschweinchen, aber da gehört ja auch eine Geschichte hin. Die sind ja damals mit den Spaniern über Bord nach Uruguay gekommen. Aber davon gibt es ganz viele an der Küste. Ne? Die vermehren sich natürlich relativ schnell. Und wenn man sich dann schön da irgendwo auf seiner Bank hinsetzt, dann kann man sie halt beobachten. Dann haben wir hier die größten Nagetiere der Welt. Dann haben wir Stinktiere. Das ist nicht immer schön. Die größten Nagetiere der Welt, das ist was? Ja, es ist mir gerade der Name entfallen. Also die sehen aus wie ein Meerschweinchen ganz groß. Ja, die sind schon relativ groß. Okay. Pinscho oder so ähnlich heißen die, glaube ich. Die sind ganz niedlich. Strauße haben wir hier im Inland.
Also man kann ja, ich habe zum Beispiel einen Sommer lang hatte ich Flamingos bei uns auf dem Campo gehabt. Also da musste ich auch mehrmals hingucken, weil ich das gar nicht glauben konnte. Wir haben Störche, wir haben eine fantastische Vogelwelt. Ähm, der Puma ist wieder gesichtet worden im Inland. Ich hoffe, ihn gibt es auch. Ja, Schlangen haben wir natürlich auch, die kommen im Frühjahr, aber das ist alles, ja, im Inland gibt es, glaube ich, giftige, aber hier so an der Küste nicht so wirklich. Wobei ich immer sage, jedes Tier ist da giftig, aber gut. Das größte Problem sind, glaube ich, die Ameisen hier in Uruguay, die dann über Nacht kommen und dein ganzes Gemüse und deine Blumen wegputzen. Und zwar in Sekundenschnelle. Ich weiß nicht, habt ihr wahrscheinlich auch Probleme mit dem Paraguay, oder? Ja, doch, Ameisen haben wir in Paraguay auch und das ist auch nicht so knapp. Wenn du die erstmal im Haus hast, ist es schwierig, die wieder rauszukriegen. Aber naja, der Mensch wächst mit den Ja, das Aufgaben. haben wir Gott sei Dank wenig. Gut. Ja, so ist es. Ich habe bei Uruguay selber mal eine Erfahrung gemacht mit der Vegetation. Ich bin ja nun überwiegend in Norddeutschland aufgewachsen, in Schleswig-Holstein. Und da weiß ich ja, wie die Landschaft so aussieht. Felder links, Felder rechts und meistens plattes Land. Du weißt schon, wer übermorgen zu Besuch kommt. Und das habe ich im Süden dort in Uruguay ganz ähnlich erlebt, dass es einfach sehr plattes Land war. Und ich dachte so manchmal, wenn ich da gefahren bin, das könnte jetzt auch Schleswig-Holstein sein hier. Das wirkt nicht so anders. Und da gab es aber zwei Elemente, die mir gezeigt haben, dass es nicht Schleswig-Holstein ist. Das eine hast du angesprochen, das sind dann doch mal Palmen, die auf den Feldern irgendwo mit draufstehen. Und das andere weiß ich noch, dass unter diesen Palmen dort Tiere geweidet hatten und das waren Niandus. Also diese großen Laufvögel, so wie so ein Vogelstrauß, nur halt auf südamerikanisch. Ne? Wobei, als ich meinen Eltern das mal erzählte, sagten die, das ist aber kein Unterschied. Wild lebende Niandus gibt es in Schleswig-Holstein auch. An der ehemaligen innerdeutschen Grenze bei Lübeck, da hat mal irgendjemand eine Niandu-Population freigesetzt und die haben da überraschenderweise auch die Winter gut überstanden und die vermehren sich auch immer weiter jetzt. Also das ist kein Unterschied mehr. Ehrlich. Gut, machen wir mal weiter zum Thema Preise. Viele Auswanderer gucken jetzt Mhm. insbesondere auf das Preisniveau von Ländern, möchten vielleicht auch ein bisschen was sparen. Gehen wir mal so ein paar Preise durch. Wenn ich jetzt nach Uruguay ziehen würde, was muss ich kalkulieren, wenn ich jetzt wohnen möchte? Wenn ich also ein Haus miete, ein Haus so mit 2 Schlafzimmern oder sowas, Haus mieten, was kann ich da kalkulieren? Naja, das ist natürlich immer schwierig. Ich gehe mal davon aus, die Europäer, die möchten natürlich gerne einen höheren Standard haben. Und der fängt meines Erachtens bei 650 oben keine Grenze an. Aber meistens bewegen wir uns mit 2 Schlafzimmern schon in den 800-Dollar-Bereich. Dollar zum Euro ist ja im Moment relativ gleich. Also kann man schon sagen, zwischen 800 und 1000 $. Darunter ist kaum was zu bekommen. Da muss man schon sehr suchen. Und dann ist es natürlich so, wie gesagt, die europäischen Augen. Und das ist für viele Europäer wirklich auch sehr, sehr schwierig. Sie wollen ja einerseits weg, den Kontinent wechseln, aber sie wollen natürlich 1:1 alles mitnehmen. Also bitte auch dann so ein schönes Haus. Und mh, das bekomme ich hier gerade bei den Neueinwanderern mit, dass dann wirklich von Haus zu Haus gewohnt wird, bis man da vielleicht das Richtige hat. Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Ich habe mir natürlich die Frage gestellt, wie war das damals bei uns? Bin ich da einfach in ein Haus rein und das musste dann passen für mich? Nein, ich wollte natürlich auch einen gewissen Standard haben. Das ist schon richtig. Aber wenn man ein Haus kauft, zum Beispiel, dann ist man eigentlich immer am Umbauen. Also es wird sich kaum ein Haus finden, egal in welcher Preiskategorie, es sei denn, wir gehen wirklich in die Millionen rein, da sieht es vielleicht anders aus. Aber alles, was da drunter ist, würde ich behaupten, da muss auch immer wieder was gemacht werden. Und selbst wenn man nur streichen möchte. Ja. Im Vorgespräch hatten wir das Thema auch kurz angesprochen. Da sagtest du, Häuser, so vernünftige Häuser muss man so 250.000, 300.000 $ rechnen. Und es geht so los, wenn man sucht, so ab 125.000, aber da musst du halt einiges reinstecken und auch Glück haben.
Das sind jetzt Hauspreise so aus der Region, wo du jetzt wohnst, so halbe Strecke zwischen Montevideo und Punta del Este? Oder sind das schon städtische Preise, die du jetzt genannt hast? Nein, das sind so die Preise, wo wir jetzt wohnen, also in Canelones auch, am Rio de la Plata. Und je höher, je weiter ich ins Land gehe, also Richtung Punta del Este, wird es auf jeden Fall teurer. Definitiv. Also wenn man ein Haus findet für 125.000. Ich wollte nochmal von der Geografie her für diejenigen, die sich mit Uruguay noch nicht so beschäftigt haben. Punta del Este ist quasi so der Ja, Ort, wo per Definition der Fluss, dieser sehr breite Fluss, der Rio de la Plata, das ist ja ein Fluss, der ist an manchen Stellen, ich weiß es gar nicht, 200 Kilometer breit und der mündet dann ja in den Südatlantik. Und Punta del Este ist in etwa der Punkt, wo per Definition der Atlantik beginnt und der Fluss aufhört. Das ist, kann man jetzt so oder so definieren, aber so korrekt. meistens gesehen. Das ist übrigens auch der Punkt für die Geschichtsinteressierten unter den Zuschauern, wo die Graf Spee damals versenkt wurde, 1939. Aber das ist ein anderes Thema. Wir waren bei Immobilien und Punta del Este ist vielleicht in Der Südamerika der Urlaubsort Nummer 1, wo also aus vielen Herrenländern die Menschen hinfliegen, um eben sozusagen da in dem Jet-Set-Ort Punta del Este ihre Ferien zu verbringen. Und das treibt natürlich unheimlich die Preise dort. Und ja, das wirkt sich auch auf euch noch aus. Ihr seid eine Ecke weg, aber sind damit bei euch die Preise auch noch höher durch die Nähe zu Punta del Este oder nicht mehr so? Aber wir liegen da schon sehr neutral und das finde ich eigentlich auch gut. Bei uns sind noch Preise, die bezahlbar sind. Ja, also ich sag mal, von unserer Küste aus bis nach Montevideo hoch. Gut, auch das liegt immer wieder im Auge des Betrachters, aber das sind bezahlbare Preise tatsächlich, ja. Und Punta del Este ist dann eine ganz andere Nummer, ganz klar. Okay, und wenn Aber wie gesagt, man findet auch Häuser hier, aber dann muss man schon suchen für 125.000. Also wenn man sich ein Jahr Zeit lässt, um zu suchen, ist das sicherlich nicht das Schlechteste. Ob man die Zeit dazu hat, ist natürlich etwas anderes. Muss jeder für sich selber entscheiden. Aber in diesem Haus von 125.000, dann muss man mindestens nochmal 50.000, 60.000 reinstecken, wenn nicht sogar mehr. Ja. Gut, die Alternative ist ja, ich kaufe mir ein Grundstück und baue mir selber ein Haus. Was muss ich denn da so für Kosten pro Quadratmeter rechnen, wenn ich in Uruguay ein Haus bauen möchte? Die Grundstückspreise oder wenn man ein Grundstück hier in Uruguay haben möchte, die liegen immer so zwischen 450 und 600 Quadratmeter. Ja, und die fangen bei 40.000 an und können auch bis 100.000 mit Schwankungen hochgehen. Aber das sind dann so die Größen zwischen 450 und 650 Quadratmeter. Gut, dann habe ich ein Grundstück, aber noch kein Haus drauf. Wenn ich jetzt die Maurerkelle schwingen möchte oder schwingen lassen möchte, was muss ich kalkulieren pro Quadratmeter für den Hausbau? Das sind so Fragen, die mein Mann wahrscheinlich besser beantworten könnte. Aber wir bewegen uns da zwischen 1.500 und 2.500 Dollar pro Quadratmeter. Okay. Und dann hat man aber, ich sag mal, dann, ja, das Baumaterial ist ja jetzt auch so teuer geworden. Ne? Das sind Ja. also Preise, die sind jetzt gar nicht mehr so weit weg von dem, was ich in Deutschland vielleicht auch bezahlen würde, wobei das in Deutschland im Augenblick ja auch massiv steigt. Es gibt ja dann auch immer wieder neue Gesetzgebung, die neue Auflagen für die Bauherren machen. Und das kostet natürlich dann auch alles Geld. Aber ich stelle fest, das ist jetzt kein Billigland, was das Bauen angeht. Ganz sicher nicht. Als wir 2004 hinkamen, da waren die Preise natürlich ganz anders gewesen. Das war eine schöne Zeit. Danach sind die Preise wirklich galoppiert. Also deswegen haben wir ja auch schon im ersten Jahr haben wir dann ein Haus hier gekauft und im zweiten Jahr merken wir dann schon, die Preise heben ordentlich schon ab. Und daraufhin haben wir dann auch dazu mal unsere 21 Hektar gekauft schon. Ja, die Preise sind natürlich weiter gestiegen und das, was jetzt alles so gerade in der Welt los ist, liegen wir natürlich da auch ziemlich hoch. Also ich weiß nicht mehr, ob wir da wirklich so weit von Deutschland entfernt sind, auch was der Hausbau betrifft. Okay, gehen wir mal auf andere Preise ein. Wenn du jetzt mit dem Norbert, heißt er, glaube ich, zusammen abends mal essen gehen möchtest, ihr geht in ein Restaurant, 2 Abendessen, eine Flasche Wein dazu, muss jetzt kein besonderer Wein sein, so der Hauswein sozusagen.
was steht denn dann am Ende auf der Rechnung in diesem Restaurant? Also ich sag mal, wenn wir jetzt zum Beispiel, ja, 60, 70 $, das schaffen wir schon. Ja, man kann natürlich auch drunter bleiben. Ich sag mal, so ein ganz einfaches Essen, wie jetzt auch mit Pizza oder so, dann wären wir vielleicht, ja, mit einem Bierchen dabei, bestimmt bei 50 $. Okay, also haben sich auch gewaschen, die Preise. Der Ja, eine oder andere wird jetzt vielleicht denken, ich stelle ja an alle Nase lang Fragen, die ich auch in einem Interview vor 2 Jahren gestellt habe. Das ist richtig. Die Fragen sind zum Teil die gleichen. Der Punkt ist, die Antworten haben sich geändert. Insbesondere, wenn es jetzt um Preise geht. Von daher stelle ich die Fragen gerne noch einmal jetzt, um eine Idee zu bekommen, wie das in Uruguay. da kann man. So weit bin ich gekommen. Also in Uruguay Ja. im Jahre 2022 Ende und Anfang 2023 dann aussieht, wie sich das Preisniveau dann verändert hat. Autofahren. Autos sind ja generell, glaube ich, recht Mhm. teuer in Uruguay, ne? Wenn ich jetzt an eine Zapfsäule fahre und mal tanken möchte, was muss ich da kalkulieren für einen Liter Sprit? Diesel oder Super? Ja, vielleicht sind es super. Wir haben hier super, also wir haben super. Weiß nicht, ob wir schon bei 2 € angelangt sind. Ich denke, wir liegen leicht drunter bis 2 €, würde ich sagen. Mhm. Okay. Also auch das ist natürlich alles angestiegen, ja. Dann mache ich gleich weiter mit den Energiekosten. Wenn ich jetzt eine Kilowattstunde Strom haben möchte, was muss ich da kalkulieren? Also wir rechnen Kilowatt 15 Peso die Kilowattstunde. 15 Peso rechne ich mal Das eben sind, um. Wir haben im Augenblick etwa 41 Peso für einen Euro. Dann wären wir bei einer Kilowattstunde bei etwa ja, 36 Eurocent. das kommt hin, ja. Genau. 36 Eurocent Ja. ist das, was in vielen Gemeinden und Städten Deutschlands so vor der jüngsten Preissteigerung die Preise waren. Ja, also ist jetzt auch nicht wenig. Guck mal eben auf meine Fragenliste. Ach so, Thema Photovoltaik. Wir hatten das vorhin im Vorgespräch einmal kurz erwähnt. Da darf ich jetzt mal eine Schleife machen, weil das für mich so ein wichtiges Thema ist. Die Energiekosten von 36 Cent bedeuten aus meiner Sicht, dass sich Photovoltaik in Uruguay eben lohnen würde. Wir haben ja immer bestimmte Kennzahlen. Wir müssen gucken, was Photovoltaik kostet. Und ich darf da mal den Vergleich zwischen Uruguay und Paraguay anstellen. Wir haben hier in Paraguay Kosten für Photovoltaikanlagen, die liegen in etwa so wie in Deutschland auch, weil die Module kommen eh aus China, das macht keinen Unterschied. Und die Technik von daher in etwa gleich. Was aber einen Unterschied macht, ist die Sonneneinstrahlung. Und wir hatten damals mal in Bremen eine Photovoltaikanlage und da hatten wir einen Ertrag pro Kilowatt Peak hatten wir 900 Kilowattstunden. Und in Paraguay dürften wir auf etwa 1600, 1700 kommen. Und wenn ich jetzt mal runterrechne, Uruguay liegt ein bisschen südlicher, dürfte ein bisschen weniger sein, aber ich denke mal so 1400 bis 1600 dürftet ihr wahrscheinlich auch haben. Das heißt, die Stromproduktion ist deutlich höher als in Deutschland. Die Preise in Korrekt. Uruguay kenne ich jetzt nicht. Ich vermute mal, weil es auch chinesische Module sein dürften, die Preise sind hoffentlich in etwa ähnlich. Aber man kann das sparen, was man in Deutschland auch sparen würde. Weil bei uns in Uruguay rechnet sich es eigentlich kaum, weil der Strom so billig ist. Da brauchst du ja Jahrhunderte, bis sich das mal amortisiert. Aber in Uruguay ist es was anderes. Also wenn ich da bei euch wohnen würde in Uruguay, ich würde da ernsthaft drüber nachdenken, über Photovoltaik. Die haben wir natürlich auch. Das ist auch korrekt, was du sagst. Und das ist ja auch eine schöne Sache. Ne? Man kann da wirklich viel mit einspeisen. Das Problem ist leider die Gewitter hier. Also da haben wir ja auch immer wieder mit zu tun und dann müssen wir sofort, die sind da sehr empfindlich. Genau. Und dann müssen wir sofort immer die Stecker ziehen und oft ist es leider auch so, dass es das uns dann zerschossen hat, ne? Weil wir da nicht schnell genug da waren oder es einfach vergessen haben. Aber letztendlich, es ist hier sehr verbreitet und kommt auch immer mehr. Ja. Okay, Gewitter hast du jetzt erwähnt. Ich parke das Thema mal irgendwo im Hinterkopf und würde gleich gerne mal drauf kommen. Aber um das Thema Preise abzurunden,
Wir haben also jetzt festgestellt, es gibt einige Produkte, die sind in Uruguay jetzt nicht günstiger als in Deutschland. Und an der Stelle möchte ich sagen, spätestens jetzt wird klar, wir machen hier kein Werbevideo für Uruguay, sondern die Susanne sagt einfach, wie es ist. Und wir können es ja nicht schönreden, ne? Jedes Land hat Vor- und Nachteile. Und wer jetzt glaubt, nach Uruguay auszuwandern, um da richtig Geld zu sparen, der wird bei diesen Produkten, die wir erwähnt haben, seine böse Überraschung erleben. Aber es gibt in Uruguay sicherlich auch Dinge oder auch Dienstleistungen, die günstiger sind, teilweise viel günstiger als in Europa. Was wäre denn das so, Susanne? Hast du da für uns Beispiele für Dinge, die in Uruguay deutlich günstiger sind? Ja, das kann ich ja nur aus einer Sicht einer Frau jetzt erklären. Als erstes würde ich den Friseur nennen. Ja, also alles, was mit Kosmetik und so weiter, ja, das ist schon viel günstiger. Dann auch, ich habe eine super tolle Physiotherapeutin, auch eine Uruguayerin natürlich, ist eigentlich auch schon eine Freundin und die hat auch ganz tolle Preise. Also da zahle ich, warte, lass mich nicht lügen, $20. Ja, und das dreiviertel Stunde oder schon mal eine Stunde, das bekommst du so nicht in Deutschland mehr, ja. Und dann empfinde ich auch noch als günstig und bezahlbar den Tierarzt hier Okay, oder also die Putzfrau oder. ja, Putzfrau ist ein ganz wichtiges Thema, finde ich. In Deutschland leistet man sich oft jetzt keine Putzfrau. In Südamerika ist es einfach deutlich günstiger und da ist es dann ein Stückchen Lebensqualität, wenn man sich eben um diese Dinge nicht kümmern muss. Also das ist ein sehr positiver Aspekt, der in Südamerika und eben auch insbesondere in Uruguay zum Tragen kommt. Sollte man auch erwähnen. Also es gibt auch Dinge, die sind günstiger. Das stimmt. Sie sind zwar günstiger, also ich nenne sie ja meine Putzfee. Man unterstützt ja dabei auch die Familien. Das darf man nicht vergessen. Und man muss nicht immer bei günstig, günstig bleiben, sondern also man soll sich schon gut bei Laune halten, denke ich. Das ist auch wichtig. Und es ist ja für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Okay. Also Putzfee, das merke ich mir. Das gefällt mir äußerst gut. Das hört sich irgendwie viel wertschätzender an. Danke für die Anregung. So ist es, ganz genau. Gut, was das Thema Preise angeht, schaue ich mal eben hier auf meinen Spickzettel. Ich glaube, du hattest noch erwähnt, was noch teuer ist jetzt mittlerweile, das ist Baumaterial und auch importierte Lebensmittel. Du hattest das im Vorgespräch erwähnt, Ja. dass es für die importierten Lebensmittel gilt. Wenn ich jetzt auf dem Markt irgendwie Obst und Gemüse einkaufe, lokal produziert, ist das preislich im Rahmen oder auch schon sehr teuer? Ich finde, dass es preislich im Rahmen ist und ich bekomme von vielen Auswanderern, wenn ich dann sage, komm, wir gehen mal zusammen auf den Markt, ich zeige dir das mal und so weiter, die erste Reaktion ist immer, oh, das ist ja günstig hier. Also man hat ja auch ein Riesenangebot von Obst, Gemüse und man bekommt ja auch, der Wurstwagen steht da, der Käsewagen steht da. Ja, das sind tolle Produkte, gute Produkte und die sind tatsächlich dann auch günstiger, als wenn man sie jetzt im Geschäft kauft. Gut, ein wichtiges Produkt fehlt natürlich noch und das ist das Thema Internet. Wir sind ja mittlerweile, ich finde das ganz interessant, wir führen hier gerade ein Interview von Paraguay nach Uruguay. Ich habe hier eine Glasfaserleitung mit 120 Mbit Downloadgeschwindigkeit. Und Susanne, habt ihr da in Uruguay unten auch überwiegend Glasfaser jetzt oder noch nicht so? Also sie sind dabei. Ich würde jetzt auch schon mal behaupten, dass es schon überwiegend ist. Ich hoffe, ich mache keinen Fehler. Aber wir haben jetzt relativ auf schnell Glasfaser gelegt bekommen. Allerdings ein paar Orte vor dem, wo ich wohne. Also es zieht die Küste weiter runter. Es kann nicht mehr so lange dauern. Und wir liegen da bei 100 MB. Und was zahlen wir? Wir zahlen um die $40 im Monat. Also völlig akzeptabel. Also 100 MB Downloadgeschwindigkeit, $40. Über die Genau. Verfügbarkeit darf ich noch vielleicht was ergänzen. Ich habe mal eine Statistik gesehen, das ist jetzt ein, zwei Jahre her, über die Länder, wo der höchste Anteil der Bevölkerung Glasfaserzugang hat. Und da war Uruguay tatsächlich mit in den Top 5 in der Welt. Wow. Hoho. Ja, So, ich die sag ja. anderen
Andere Länder dort, das war dann sowas wie Taiwan und Hongkong hatten sie da als eigenes Land noch geführt. Und der Grund ist im Grunde ganz simpler. Dadurch, dass in Uruguay gerade mal 3,5 Millionen Menschen leben und davon alleine schon irgendwie knapp die Hälfte in der Hauptstadt, heißt es ja, wenn ich die Hauptstadt versorgt habe, habe ich schon die Hälfte der Menschen mit Glasfaser versorgt. Und wenn ich jetzt den Küstenstreifen, auf der einen Seite Punta del Este und auf der anderen Seite geht es bis Colonia hoch, wenn ich den dazu nehme, leben wahrscheinlich 80-90% der Bevölkerung in diesem Küstenstreifen. Hm. Und im Rest des Landes ist ja nicht viel. Das heißt, wenn Ja, das ist korrekt. zu erschließen mit Glasfaser, dann habe ich schon prozentual sehr viel gekonnt. Und das ist das, was in Uruguay offensichtlich gerade passiert. Ja, das ist also ein sehr positiver Aspekt. Jetzt würde mich noch mal interessieren, wir haben ja in vielen Ländern jetzt jüngst doch einiges an Inflation reinbekommen. Wir kennen das aus Deutschland, da ist die Inflation teilweise bis über 8 oder sogar bis zu 10% oder so gelaufen. Wir kennen das aus Paraguay, da hatten wir es genauso. Wir hatten lange Zeit hohe Inflation und dann waren wir irgendwann bei 2% gelandet. So im Jahr Hm. 2019 war es, glaube ich, hatten wir doch sehr niedrige Raten. Aber jetzt ist Inflation reingekommen und wir spüren das bei Baumaterialien und bei vielen anderen Dingen. Geht die Inflation an Uruguay vorüber oder merkt ihr das jetzt auch ganz deutlich, dass die Dinge teurer werden? Ja, die geht auch bei uns nicht vorüber. Leider, leider nicht. Also wir liegen auch, ich würde behaupten, zwischen 8 und 10%. Also man rechnet schon, ja. Man dreht das Produkt schon zwei oder dreimal um. Also wo war ich denn letztens? Ich wollte irgendwas an Käse kaufen, an Quark. Ja, genau. Und der war dann so teuer geworden. Also der lag dann zwischen 6 und 7 Euro für, weiß ich nicht, 450 Milliliter, wo ich sagte, also da ist jetzt auch für mich Schluss. Dann muss ich wieder selbst an die Produktion ran. Man kann natürlich auch vielen Dingen immer noch ausweichen, natürlich. Aber ja, wir merken das auch ganz deutlich. Ein positiver Aspekt, mit dem ich vielleicht das Kostenthema mal abschließen möchte, das sind die Hausnebenkosten oder die Wohnnebenkosten. Und wir haben jetzt schon die Betrachtung des Stroms gehabt. Und da kam raus, dass es in Uruguay in etwa so teuer ist, wie das in Deutschland jetzt vor den jüngsten Preissteigerungen war. Eine GEZ müsst ihr aber nicht bezahlen. Also da spart ja der Auswanderer schon mal. Und wie ist es mit Wasserkosten bei euch? Müllabfuhr, was kostet mich sowas? Ja, also Wasserkosten liegen, glaube ich, bei 10 Peso im, im Monat. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was wir zahlen. Das macht alles mein Mann. Aber viele haben ja auch einen Brunnen. Also es gibt ja auch noch ganze Orte, die haben noch gar keinen Wasseranschluss. Die sind auch mit Brunnen. Klar, die brauchen natürlich den Strom. Aber Wasser ist ja alles noch sehr günstig. Da muss man sich keine Gedanken Ist machen. die bei euch Das ist im Ort? alles im Rahmen des Bezahlbaren. Susanne, Bitte? gibt es bei euch im Ort eine Müllabfuhr? Ja, selbstverständlich. Also jeden Donnerstag wird bei uns der Müll abgeholt. Und jetzt, wenn die Saison anfängt, dann kommen die an mehreren Tagen. Und die Müllabfuhr ist auch eher Natürlich. günstig, weil es eine Dienstleistung ist, ja? Oder ist das was Teures? Nein, das ist auch eher günstig. Okay. Viel zu günstig eigentlich. Okay, also um das nochmal abzurunden zum Thema Preise. Wir haben ja in Deutschland mittlerweile die Situation, wenn jemand irgendwo wohnt, sagen wir mal jetzt ein freistehendes Haus und ich kalkuliere jetzt die Stromkosten, ich muss Wasserkosten rechnen plus Abwasserkosten, ich muss die Müllabfuhr rechnen, ich muss Internet rechnen und was fehlt jetzt noch? Irgendwas fehlte jetzt noch? Wasser, Strom, Internet, Müllabfuhr. Wenn ich das alles Das haben zusammenrechne, wir alles, ne? ja, das ist, glaube ich, alles dann. Dann komme ich ja auf Kosten, das ist ja wie eine zweite Miete. Das summiert sich ja in Deutschland jetzt gerade durch die gestiegenen Heizkosten auf einige 100 € im Monat. Und das ist schon heftig. Wie ist das mit Mhm. den Heizkosten denn in Uruguay? Müsst ihr heizen da unten, wo ihr jetzt seid? Ja, in unseren ganzen Mietshäusern haben wir auch überall einen Ofen. Das geht anders gar nicht. Wobei Holz auch sehr, sehr teuer bei uns geworden ist. Also ich vergleiche es immer mit so einem Goldbarren. Mein Mann sagt auch immer, besser mit der Klimaanlage heizen. Da sind wir günstiger, als wenn wir mittlerweile Holz kaufen. Da liegen wir, oh, das ist so gestiegen, die Tonne bei 5.000,
6.000 Peso aufwärts. Ja, das ist ganz schön. Und da liegen die Stromkosten doch drunter. Also das sollte man sich schon zweimal überlegen. Wobei natürlich, für uns ist es sehr schön, wir haben einen Wald, wo wir dann im Januar anfangen, Holz zu machen. Das hat natürlich nicht jeder, das ist schon klar. Ja, das ist auch bei uns sehr explodiert von den Preisen her. Und der Winter ist kalt, man braucht einen Ofen. Das hatte ich auch im letzten Video schon erwähnt, und zwar rund um die Uhr. Also das ist schon, da kommt man ohne Heizung nicht klar, ne? Das ist schon gewaltig. Da sollte man sich nicht vertun. Du hattest eben Preis erwähnt von 6.000 Peso für eine Tonne Holz. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da drin ist, wie groß die Tonne ist, aber es sei erwähnt, 6.000, das müssten etwa 150 Euro über den Daumen sein, dass man da mal so eine Idee bekommt. Also die Heizkosten sind offenbar nicht ohne, die Stromkosten auch nicht, Wasserkosten und Müllabfuhr gering und Internet in etwa so wie in Deutschland und GEZ spart man halt. Ne? Also man spart automatisch bei den Nebenkosten bei einer Auswanderung nach Uruguay sicherlich einiges an Geld. Und das ist schon mal der positive Aspekt. Ja, man bekommt ja auch vom Stromanbieter verschiedene Tarife angeboten. Ich glaube, das wissen auch die wenigsten. Da kann man sich halt einstufen lassen. Gut, dann kann ich ab 18 Uhr halt nicht mehr die Waschmaschine anschalten. Da lebe ich aber gut mit. Dann kann ich die aber wieder um 10 Uhr anschalten. Dann bin ich wieder im günstigeren Tarif drinne. Und an dem Wochenende ist es dann geöffnet. Das heißt, der günstigere Tarif, den ich dann habe, da kann ich den ganzen Tag, weiß ich nicht, die Klimaanlage laufen lassen und den Wasserhahn dazu. Also das bleibt dann beim günstigen Tarif. Und das ist eigentlich das Schöne. Also da sind wir auch sehr modernisiert, würde ich behaupten. Okay. Gut, jetzt hatten wir eben ein Thema kurz geparkt, das würde ich jetzt gerne wieder rausgraben, das ist das Thema Wetter. Magst du unseren Zuschauern mal berichten, wie so ein Zyklus von Jahreszeiten in Uruguay aussehen kann, was für Temperaturen man da so hat, ob man da kühlen oder heizen muss in den jeweiligen Jahreszeiten? Einfach mal so der Zyklus eines Jahres in Uruguay. Hm. Ja, da haben wir den Winter, fange ich mal mit dem Winter an. Da muss man also durchweg heizen. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass man dann sein Haus trocken hält. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, und im Winter können uns dann, ich sag mal, in der Nacht Temperaturen, da wo wir jetzt wohnen, nämlich 2 Kilometer von der Küste entfernt, bis -4, -5 Grad schon mal einholen. Deswegen haben wir ja auch die Sauna. Das ist sehr angenehm. Aber das wird natürlich noch mal ein bisschen unterstützt. Sobald die Sonne rauskommt, wird natürlich dann alles weiß. Das hatten wir jetzt ein paar Mal im Winter gehabt. Aber genauso schnell ist es dann auch wieder weg. 2, 3 Stunden, ach was, eine Stunde später ist das Weiße alles wieder weg. Und dann erreichen uns im Winter Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad, würde ich sagen, ja. Wenn wir jetzt nicht gerade Regentage haben. So. Und der Frühling, der natürlich, wie ich finde, am schönsten ist, wenn die Blumen alle ausbrechen und die Düfte in der Luft liegen. Ja, da sind wir schon mit 20, 30 Grad dabei. Wobei letzte Woche, da ging es mal bis auf 38 Grad schon hoch. Ja, da kommt man natürlich schon ins Schwitzen und froh ist der eine Klimaanlage besitzt. Und der Januar, der Sommer geht dann richtig hoch und dann können wir uns auch schon mal hier und da 40 Grad erreichen. Ja, das sind aber gefühlt vielleicht 10 Tage mal, die dann wirklich so extrem hoch gehen. Ansonsten hält der Sommer sich gerne Temperaturen zwischen 28 und 38 Grad, so ungefähr. Ja, und der März, da beginnt der Herbst, für mich auch wieder ein schöner Monat, wo der Körper dann mal wieder angenehme Temperaturen bekommt und sich runterkühlen kann. Der liegt dann so wieder bei 20, 25, 28 Grad. Also wirklich sehr schön. Okay, das war also der Jahreszyklus in Uruguay. Jetzt das Thema Politik. All das wäre ja nichts wert, wenn man jetzt ein
instabiles System dort hätte. Ist die Politik generell, ist das ganze politische System dort in Uruguay stabil? Oder muss man damit rechnen, dass es da irgendwie Unruhen und Revolten gibt und Enteignungen und ich weiß nicht was alles? Oder wie empfindest du das? Also Uruguay hat die beste Regierung im Moment in Lateinamerika tatsächlich. Und sie ist auch von den letzten 20 Ländern die beste Regierung eingestuft worden. Also das ist ein Link, den kann ich dir gerne mal mitschicken. Den kannst du da vielleicht auch auf die Seite. Ist bestimmt sehr interessant auch für die Auswanderer. Also die letzten 2 Jahre ist wirklich sehr stabil. Und wir sind da auch natürlich sehr froh drüber. Und wie äußert sich das? Also was muss eine Regierung machen, damit sie richtig gut ist und in so einer Statistik weit oben ist? Habt ihr mal einen Tipp für uns hier in Paraguay? Naja, wir haben sehr viele Investoren ins Land gelassen und auf Energie und alles so weiter ausgebaut, sodass wir auch mit auf den neuesten Stand kommen. Und das ist eigentlich sehr schön, dass das Land nicht stehen bleibt. Das war auch schon mal anders gewesen. Aber man setzt alles um. Also wir haben da wirklich, wie ich finde, einen guten Präsidenten, der das in die richtige Richtung leitet. Gut, wir haben hier noch eine ganz wichtige Frage. Wenn du jetzt Menschen von Uruguay erzählen solltest, es gibt ja immer Argumente für eine Auswanderung in ein bestimmtes Land und es gibt auch Argumente dagegen. Was sind denn aus deiner Sicht so die Top 3 Gründe, warum du ein Leben in Uruguay, ein Leben in Uruguay empfehlen kannst? Ja, also wenn man die Möglichkeit hat zu gehen, was im Moment auch gefühlt Menschen machen, die Möglichkeit haben, die wechseln den Kontinent. Das ist einfach so. Also es haben mich ja wahnsinnig viele angeschrieben und sie machen das ja auch heute noch und ich bekomme ja äh, die Völkerwanderung hautnah mit, sage ich mal, ja. Und wenn die Menschen die Möglichkeit haben, dann finde ich es einmal toll, als ganze Familie, auch wenn die Kinder noch klein sind. Sie haben nicht diesen vollen Terminkalender, so wie sie in Deutschland hat, ja, Reitunterricht, Klavierunterricht und hier nochmal zum Ballett oder sonstiges, sondern hier dürfen Kinder noch Kinder sein. Und es ist so entstresst. Es ist also wirklich toll, die Kinder hier aufwachsen zu lassen. Und die andere Frage war, Es ging um 3 gute Gründe, warum Menschen nach Uruguay kommen sollten. Du sagtest jetzt, also Kinder können noch Kinder sein und das ganze Leben ist entstresst. Ich nehme das mal als 2 Gründe. Dann fehlt mir noch einer. Warum sollte ich jetzt ja, ausgerechnet nach Uruguay kommen und da mein Leben verbringen? naja, wir haben hier das Wasser, wir haben die 4 Jahreszeiten, das Klima spielt also eine wichtige Rolle. Und wie ich auch schon im ersten Interview erwähnte, die Freiheit. Ja, also du darfst auch erstmal machen, du darfst dich hier ausprobieren, du darfst bauen nach deinem Gusto. Okay, da streiten sich die Gemüter, je nachdem, ob ich jetzt im Inland bin oder ob ich an der Küste bin. Ja, da gibt es ganz andere Regelungen. Aber letztendlich ist das, was man leben möchte oder wie man sich neu aufstellen oder ausprobieren möchte, da kann man hier von vorne anfangen und erst einmal probieren. Okay, das sind also einige gute Gründe für Uruguay. Was ist denn aus deiner Sicht der Hauptgrund gegen eine Auswanderung nach Uruguay? Ja, da werde ich ja auch immer viel gefragt. Also ich begleite ja auch viele Auswanderer und ich muss auch sagen, ich habe auch schon mal die eine oder andere Familie ähm, nicht zurückgehalten, aber ich habe ihm genau erklärt, dass wenn ihr hier rüberkommt und dann sprechen wir von die hier noch Geld verdienen müssen, das ist unheimlich schwer, hier Geld zu verdienen. Und gerade jetzt in dieser modernen Völkerwanderung, die wir ja, ich glaube, weltweit erleben, kommen ja auch viele junge Menschen und fragen uns immer, und das finde ich immer so schön, die holen sich so die Tipps von uns Alten, sage ich mal, ab, die Young Generation. Aber wenn du nicht die Taschen voller Geld hast und erstmal 3, 4 Jahre überbrücken kannst, ich sag's jetzt mal ganz böse, dann ist es sehr, sehr schwer, hier Fuß zu fassen. Und wenn sie dann in Deutschland den guten Job haben, dann sage ich, guckt, dass ihr da über die Runden kommt. Ja, denkt da an eure Kinder.
raus aus dem Land mal eben und dann mal hier reinschnuppern und sagen, ach, ich mache das schon, das ist natürlich sehr schwierig. Also ja, wie gesagt, da gibt es viele Sachen, wo ich den Leuten dann schon geraten habe, das doch nochmal zu überdenken. Also Uruguay wäre ein gutes Auswanderungsland für Menschen, die vielleicht mit einem gewissen Vermögen kommen, weil sie vielleicht ihre Immobilie in Deutschland verkauft haben. Es wäre gut für Bezieher von Renten oder sonstigen passiven Einkünften, wenn ich also irgendwie Einnahmen von außerhalb Uruguays habe, dann passt es. Und für die digitalen Nomaden kann es auch passen, die einen Internetanschluss brauchen. Den haben sie in Uruguay, der ist auch schnell. Und wer dann über das Internet sein Geld verdienen kann, der ist dort gut aufgehoben. Aber diejenigen, die im Land irgendwie eine Angestellten-Tätigkeit anstreben, für die ist es schwer. Ist das in etwa so korrekt? Ja, das kann ich eins zu eins wiedergeben. Also ich kenne natürlich viele, die hier über IT arbeiten, IT-Manager. Das ist natürlich ein Lottogewinn, wenn du so willst. Wenn du jetzt weg möchtest und du hast ein gesichertes Geld, dann ist das natürlich perfekt. Dann genau der Immobilienkauf in Deutschland und da bekommt man ja im Moment, je nachdem, welches Haus man hat, in welcher Lage, gutes Geld für. Und das ist dann bei vielen Familien gerade so, die dann sagen, okay, damit gucke ich, dass ich mir vielleicht irgendwas anderes aufbaue. Aber wie gesagt, man muss hier mehrere Eisen im Feuer haben und ja, ich sage immer Handwerker, das ist bestimmt, da kann man bestimmt irgendetwas immer mit werden. Der Anfang ist halt schwer. Ich erinnere mich, als ich in Uruguay war. Ich hatte mit meinem Vater damals mal eine Erkundungstour gemacht im Jahre 2009. Und wir gingen durch Montevideo und sahen dort ein Lokal. Und auf der Tür dieses Lokals war groß das Bremer Stadtwappen drauf. Und ich habe damals in Bremen gewohnt. Ich fand das faszinierend. Du bist mitten in Südamerika, in Montevideo, und da hat jemand das Bremer Stadtwappen auf der Tür seines Lokals. Sind wir also reingegangen. Was jetzt nicht überraschend war, der Besitzer war natürlich ein Bremer. Und ich habe da einige Auswanderer kennengelernt. Ich fand das so spannend, irgendwie so diese Geschichten. Das ist jetzt alles 13 Jahre her, aber zwei Dinge sind noch hängen geblieben. Das eine waren einige Arbeiter, die immer nach der Arbeit dahin kamen. Die haben, glaube ich, für irgendeinen Hersteller, ich glaube Heidelberger Druckmaschinen oder sowas, haben die da für die lokale Zeitung eine neue Druckereipresse gebaut und installiert. Und das dauert wohl einige Monate, bis sowas alles läuft. Und die waren dann immer dort. Und das andere war ein Frührentner, der war irgendwie so Anfang, Mitte 40 und hatte irgendwie aus gesundheitlichen Gründen, die ich nicht näher beschreiben kann, hatte er eine Frührente. Für mich wirkte er jetzt so ganz fit. Und ich weiß noch, dass ich damals eingetragen wurde in eine Liste, in so ein Newsletter. Da wurden immer die Termine bekannt gegeben für Skat- und Doppelkopfrunden. Und ich habe das noch Jahre später bekommen. Ich hockte dann irgendwann später in ganz anderen Ländern und bekam immer noch die Einladung zur Doppelkopfrunde und zur Skatrunde in Montevideo. Das fand ich wirklich schön. Also das fiel relativ Anschluss an Landsleute zu finden. Das war irgendwie toll. Hat mir gefallen. Ja, das Bremer Haus gibt es nicht mehr. Ich will ja nichts Falsches sagen. Lassen wir das so stehen. Das gibt es nicht mehr. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, mit welchen Auswanderern du es tatsächlich da zu tun hast. Also Uruguay ist ja relativ klein und man kennt ja sehr viele Keine Namen bitte. Menschen. Ja, das ist sehr lustig. Aber nichts anderes machen wir im Prinzip. Ja, also wir sind quasi der Anker für die Auswanderer, die kommen. Also wir haben ja einiges zu vermieten und dann schreiben die Leute mich an und dann können sie da erstmal in Ruhe ein paar Wochen bleiben, mieten, sich umgucken. Wie gesagt, wir sind ja 70 Kilometer von Montevideo und 70 Kilometer von Punta del Este. Und dann kann man sich erstmal auskundschaften, wo man denn überhaupt hin möchte. Es ist gut, dass du das nochmal ansprichst, weil wir hatten das Thema jetzt noch gar nicht. Ihr habt also ja die Möglichkeit, bei euch eine Weile zu wohnen. Das betrifft sowohl diejenigen, die jetzt eine Erkundungstour durch Uruguay machen, als auch die, die vielleicht jetzt ausgewandert ist und sozusagen eine Erstunterkunft haben und dann bei euch auch über einige Wochen oder gar Monate wohnen können. Ist das so korrekt, oder? Genau, das ist die Erstunterkunft über einige Wochen. Genau. Und dann, ja, es ist auch klein jetzt bei uns. Gut, wir haben auch ein Haus mit zwei Schlafzimmer dabei.
Aber es ist halt erstmal ankommen. Und dann sind da natürlich auch andere Auswanderer. Und das finde ich eigentlich das Schöne. Und dann kann man sich so untereinander austauschen. Im Prinzip hat ja jeder erstmal den gleichen Weg gemacht. Und keiner weiß von beiden, was kommt jetzt auf uns zu. Ja, und dann stehen wir auch gerne mit Tipps zur Seite. Und das sind natürlich auch immer tolle Geschichten, die die Leute so haben. Gut, man muss natürlich den Leuten auch sagen, denkt dran, ihr nehmt euch selber und eure Probleme selber mit. Ne? Das kommt ja immer noch hinzu. Ja, das ist ja dann erstmal gar nicht so einfach, wenn man einige Wochen hier im Land ist und alles ist schön. Und wenn dann der Alltag einen einholt, dann ist das schon eine ganz andere Nummer, ja. Ja, das ist ein Gedanke, der mir auch häufiger gekommen ist. Ich höre oft so Fragen wie, ob es Sinn macht, jetzt das alte Sofa noch mitzunehmen, ob das in den Container soll oder nicht. Und ich denke manchmal, es wäre schön, das mal anders zu sehen. Der Container bist du selbst, das ist dein Körper. Und du hast in Hm. deinem alten Leben in Deutschland, da hast du bestimmte Verhaltensweisen, du hast Angewohnheiten, gute wie schlechte, und du führst eben dein Leben. Und eine Auswanderung begreife ich auch als eine Chance zu sagen, wer möchte ich denn sein? Das ist eine große Zäsur im Leben. Ich kann vieles neu machen, weil viele Gewohnheiten werde ich vielleicht nicht so leicht los, weil sie an den Ort und an bestimmte Zeiten und so in Deutschland geknüpft sind. Wenn ich ganz andere Rahmenbedingungen habe, kann ich auch sehr leicht alte Gewohnheiten ablegen und mir neue aussuchen. Und das wäre im Grunde eine wichtigere Frage, als ob ich das Sofa mitnehmen soll, mich zu fragen, was möchte ich denn von mir eigentlich mitnehmen? Was möchte Ja, ich von meinem ja, Charakter das ist korrekt. Aber es ist natürlich so, es kommen ja auch mittlerweile Leute, die machen gar keine Erkundungstour mehr, die kommen ja sofort mit Sack und Pack. Ja. Und so ein Container, der ist ja mittlerweile durch die ganzen Kosten, der ist ja immens gestiegen. Also wir sprechen ja davon mal locker 15.000 Euro, ja, die auf den Tisch gebracht werden müssen. Und dann ist natürlich die Sache, kann ich den wirklich füllen oder bekomme ich die Sache nicht hier? Also wir wollten ja damals auch keinen Container, haben uns dennoch dafür entschieden, weil wir gemerkt haben, die Qualität ist nicht so gut. Aus heutiger Sicht, also fast 20 Jahre später, muss ich sagen, man bekommt hier auch gute Möbel. Also man hat hier ganz tolle Antiquitätengeschäfte, wo man zum Beispiel schöne Sachen kaufen kann, aber auch da, die Leute kennen natürlich auch den Preis dafür. Ja, also das soll man nicht unterschätzen. Die sind ja auch nicht preiswert. Aber es gibt hier so Geschäfte, ja, sowas ähnliches wie Ikea, wenn ich jetzt mal einen Namen nennen darf. Ne? Also man bekommt hier schon gute Sachen mittlerweile. Und da muss man sich wirklich überlegen, brauche ich den Container? Reicht es, eine Seekiste mitzunehmen? Das machen ja auch einige. Und das finde ich gar nicht so verkehrt. Ja, du hast viele Erfahrungen gesammelt dort. Susanne, ich darf sagen, wenn ich nach Uruguay auswandern würde, ich würde mich glücklich schätzen, wenn ich dich an meiner Seite wüsste. Mit all deinen Erfahrungen, deinen Tipps, die du da geben kannst und so. Dürfen sich die Zuschauer an dich wenden, wenn sie Fragen haben, die Uruguay-Auswanderung betreffend? Dann würden wir deine Kontaktdaten unter das Video in den Beschreibungstext mit reinschreiben. Ja, das könnt ihr sehr gerne machen. Also ich bin ja immer im regen Austausch mit Auswanderer. Da ist ja nach eurem ersten Video wirklich eine Welle auf uns reingeprasselt, sozusagen. Also Schön. vielen Dank dafür. Aber das ist ja bei den Zahlen, die du vorhin genannt hast, wie oft dieses Video sich angeschaut wurde, 65.000 Mal, ich weiß nicht, ist ja natürlich auch enorm. Und was ich damit sagen will, ist, also wir haben auch wirklich ganz tolle Menschen kennengelernt und jeder hat seine eigene Geschichte und ich lasse es eigentlich schon zu viel immer an mich ran, aber okay, man weiß mittlerweile, wie man damit umgehen muss. Jeder hat da sein Päckchen zu tragen. Ja, die Leute können sich gerne nach wie vor bei uns melden. Wenn ich nochmal kurze Werbung machen darf, ich habe ja ein Buch geschrieben, Richtig, genau. Dein Buch mit all den Erfahrungen. Auswandern, Auswandern vorbei, und da werden auch schon viele Fragen beantwortet. Alleine schon, wie ist das mit den Schulen hier oder wie muss ich mich verhalten?
wenn mein Partner stirbt, was kommt alles auf mich zu, was für einen Weg geht man hier und ein paar lustige Geschichten auch. Also von daher findet man uns da wieder und da sind wir natürlich als Familie mittlerweile wirklich gut aufgestellt und ja, also wie gesagt, man kann sich sehr gerne bei uns melden. Ja. Also wir sitzen da ja im Grunde in einem Boot, einem großen Boot. Ihr in Uruguay, wir in Paraguay. Lia und ich haben ja Mhm. mittlerweile auch Bücher geschrieben, weil wir festgestellt haben, dass wir bestimmte Dinge immer wieder erzählen und immer wieder die gleichen Antworten geben. Einerseits ist es für uns auch interessant, weil wir immer Ja, neue genau. Menschen lernen und Geschichten hören. Auf der anderen Seite möchtest du natürlich auch vielen weiterhelfen und da ist so ein Buch einfach ein sehr effizienter Weg. Und ich darf es mal so sagen, bei uns gibt es ja, wie bei dir auch, die Möglichkeit, ein Buch erstmal zu lesen oder auch eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Und ich stelle immer fest, dass die Menschen teilweise zögern und jetzt sagen, so ein Buch, da muss ich ein paar Euro für ausgeben und so. Und da zögern einige oder auch eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Und das sind die gleichen Menschen, die aber manchmal sehr viel Geld bei einer Auswanderung verlieren, weil sie einfach grobe Fehler gemacht haben, weil sie über manche Dinge vorher nicht nachgedacht haben. Das tut man immer so leid, wo ich dann denke, also ein Bruchteil wäre es gewesen, zu Anfang mal wenigstens das Buch zu lesen. Von daher möchte ich allen potenziellen Uruguay-Auswanderern das ans Herz legen und wirklich die 17 Jahre Erfahrung, die die Susanne in Uruguay gesammelt hat und wirklich in kondensierter Form in einem Buch zusammengetragen hat, dieses Wissen auch zu nutzen. Und ich habe keinen Zweifel, dass das auch jeden Cent wert sein wird. Danke, dass du das Buch geschrieben hast, Susanne. Vielen Dank, Chris. Das hast du wirklich sehr schön gemacht. Nochmal ein kleiner Nachsatz. Es ist wirklich so, dass wir den Menschen sehr gerne helfen, weil, wie gesagt, wir wissen ja, was es heißt, auszuwandern und auch gerade mit Kindern. Und es war wirklich, es ist quasi meinen Auswanderer, die zu uns gekommen sind, zu verdanken, dass ich dann angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, weil so viele Fragen gestellt wurden und ich dachte, boah, Mensch, ja, wie war das eigentlich bei uns? Ja, man vergisst ja halt sehr viel und habe dann einfach alles mal auf Band gesprochen und das dann mal so abgetastet in der Familie. Und ich weiß noch, einen Tag habe ich das dann mal laufen lassen und da haben ja wirklich alle geweint, weil diese Emotionen, die schlummern ja irgendwo da drinnen und die brechen auf einmal wieder raus und sagen, ah ja, stimmt, wow, so war, boah, da haben wir aber auch schon einiges hingelegt, ja. Und ich habe mir dann die Aufgabe gemacht mit dem Buch, was auch gut verkauft wird, wo ich mich auch sehr darüber freue. Und dieses Geld wird bei uns gespendet. Also wir spenden sehr gerne an Tierheime oder Robbenstationen, 15-jährigen, nee, Quatsch, Kindertag, zum Kindertag und da sammle ich das Geld und das macht uns sehr viel Spaß und also ihr tut dann auch noch was Gutes. Das wollte ich damit sagen. Okay, danke für die Ergänzung nochmal. Hast du noch irgendwie ein Schlusswort? Gibt es noch irgendetwas, was du loswerden möchtest? Irgendwas, was jetzt keinen Platz gefunden hat in den Fragen? Ja, ich glaube, wir haben jetzt alles so weit gesagt. Wie gesagt, ich freue mich weiter auf jede weitere Anfrage. Es macht sehr viel Spaß. Also bekommen da manchmal Romane hingelegt. Die zelebrieren wir dann. Mein Mann hatte mal gesagt, scan doch jetzt mal so einen Satz ein und dann schmeißt du den raus. Aber das kann ich nicht. Ich gehe tatsächlich auf jeden individuell ein. Ähm, Bei jedem muss man einfach anders antworten. Ja, und das ist das eigentlich, was mir sehr viel Spaß macht. Ja, und dann, wie gesagt, hat man immer die Möglichkeit, bei uns unterzukommen. Hin und wieder verkaufen wir auch mal ein paar Hektar. Also da sind wir für Fragen immer offen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr euch melden würdet. Genau. Okay, super. Das war ein schönes Schlusswort. Susanne, vielen lieben Dank für das Interview. Ich wünsche dir und deiner Familie von Herzen alles Gute. Und vielleicht kriegen wir das hin, dass wir so alle 2 Jahre mal ein Update machen, wie es so weitergegangen ist mit Uruguay, mit euch als Familie persönlich. Ich finde das sehr spannend. Wie bei den Auswanderersendungen, die Ja. werden auch begleitet, die Familie Ah, in diesem Zeitraum. Mit dem einzigen Unterschied bei den Auswanderersendungen ist es ja immer, das nennt sich dann Scripted Reality, ne? Das heißt, irgendjemand schreibt halt ein Drehbuch und die Auswanderer werden halt so dargestellt, wie der Regisseur das gerade haben möchte. ja.
Und da braucht man am besten Volltrottel und Idioten, weil das Einschaltquote bringt. Und das machen wir hier nicht. Also wir sagen ja einfach, wie es ist, mit allen Vor- und Nachteilen. Die Susanne ist sehr authentisch in dem, was sie sagt, bringt das einfach so rüber, wie sie es wirklich erlebt hat. Und ich denke, dass die Zuschauer das auch zu schätzen wissen, liebe Susanne. Ja, alles Schön. Gute. Vielen Dank. Das hört sich Und doch klasse an. Ja, dir auch und deiner Familie. Dankeschön. Und dann sehen wir uns hoffentlich Und wir so hören uns 2 dann Jahre in mal 2 wieder. Jahren. Okay. Liebe Grüße. Bis dann. Alles klar. In diesem Sinne. Tschüss. Ciao. Auswandern leicht gemacht. Der Masterplan für dein neues Leben. Egal in welches Land du auswanderst, dieses Buch bereitet dich optimal vor, damit du keine wesentlichen Fehler machst. Darin sind Checklisten, Lifehacks und Musterbriefe zu finden. Den Bestelllink findest du unter diesem Video in der Videobeschreibung. Wohin auswandern? Lebe deinen Traum.